In diesem Video möchte ich mit euch einen allerersten Vorabblick auf die kommenden Express Colors von Vallejo werfen. Denn ich war gestern auf der Spiel 2022 in Essen, wo am Vallejo Messestand schon 8 Express Colors vorab verkauft wurden, obwohl die Farben eigentlich erst Mitte November 2022 erscheinen. Fürs heutige Video und dieses Preview blieben mir daher nur ein paar Stunden Zeit, doch ich denke, für einen ersten kleinen Test war es absolut ausreichend. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zunächst einmal, was sind die Express Colors? Es sind dünnflüssige und stark pigmentierte Farben, die eine hohe Deckkraft besitzen und dennoch leicht transparent sind. Genau wie zum Beispiel die bekannten Contrast Colors von Games Workshop und die Speed Paints von The Army Painter ermöglichen sie eine deckende Farbschicht mit dunklen Vertiefungen, ähnlich wie durch einen Wash. Dafür müssen die Modelle aber hell grundiert sein, zum Beispiel in hellgrau oder weiß. Oder in schwarz, um dann mit hellgrau und weiß trocken gebürstet zu werden. Mehr zu dieser sogenannten Slapshot-Technik erkläre ich im oben verlinkten Video. Auf der Spiel 2022 in Essen waren 8 Express Colors in 2 Vierer-Sets verfügbar. Jedes Set lag bei 13 €, das heißt, eine Farbe kostete umgerechnet 3,25 €. Die Farben sollen bei ihrem Erscheinen im November 2022 knapp unter 4 € kosten, der ein oder andere Händler wird sie aber sicherlich auch günstiger im Programm haben. Geplant sind zum Start übrigens 23 verschiedene Farbtöne, diese 8 Farben zeigen somit schon rund 35% des späteren Sortiments. Die Farben kommen in neuartigen Dropperflaschen daher, die etwas dünner als die üblichen Dropperflaschen sind. Wahrscheinlich machen sich auch hier die erhöhten Rohstoffpreise und Einsparungen bemerkbar, denn Vallejo scheint ihre Dropperflaschen und das Design derzeit generell auszuwechseln. Auffällig von außen ist, dass sich bei keiner meiner Farben die Pigmente vom Bindemittel abgesetzt hatten. Also nicht wie bei manchen Contrast-Farben, wenn man sie ein paar Tage stehen lässt. Eine Agitatorkugel zum besseren Durchmischen wie bei den Instant Colors von Scale 75 ist nicht enthalten. Daher kommen alle Farben erst einmal für einige Sekunden auf meinen Vortex-Mixer, um richtig gut durchgemischt zu werden. Für einen ersten generellen Eindruck und in Sachen Deckkraft trage ich alle Farben nacheinander auf ein Stück weiße Schaumpappe auf. Jede Farbe fächere ich dann per Pinsel etwas auseinander, um den Pinsel danach etwas anzufeuchten und so jede Farbe ganz sachte zu verdünnen. Hierbei fällt auf, jede Farbe ist spürbar dünnflüssiger als die Contrast-Farben und lässt sich ganz easy mit Wasser verdünnen, ohne dass es zu Flecken oder ähnlichem kommt. Die Farbtöne sind meist kräftig, manche sogar recht knallig. Also in etwa so, wie man es aus der Game Color Serie von Vallejo gewohnt ist. Insgesamt also 8 schöne, kräftige Farben für den Einstieg, um Fantasy- oder Sci-Fi-Modelle zu bemalen. Um zu testen, wie sich die Express Colors auf Figuren aufbringen lassen und wie sie sich dort entfalten, habe ich mir 3 Orks aus dem Middle-earth Tabletop-Spiel geschnappt. 2 habe ich hellgrau grundiert, den einen davon dann noch mit weiß trocken gebürstet. Den dritten Ork habe ich direkt weiß sprühgrundiert. Das Auftragen der Express Colors geht gut von der Hand. Da die Farben nicht so dickflüssig wie die Contrast Colors sind, verteilen sie sich mühelos auf den Modellen. Rein subjektiv bzw. gefühlt hat man dabei ein wenig mehr Kontrolle über die Dicke der Farbschichten. Denn die Express Colors neigen gar nicht erst dazu, als dicke Schicht auf dem Modell zu bleiben, sondern fließen besser vom Pinsel ab und übers Modell. Gleichzeitig sind die Express Colors nicht zu dünnflüssig, sodass sie quasi wie von selbst an ungewollte Stellen laufen. Man hat also mit ihnen eine gute Kontrolle beim Malen, würde ich sagen. Die Trocknungszeit ist auch angenehm. Nach schon ein paar Minuten sind dünne Farbschichten bereits getrocknet, einzig in den Vertiefungen glänzt es dann noch feucht. Apropos Glanz, ähnlich wie die Instant Colors von Scale 75 trocknen die Express Colors letztlich angenehm matt aus. Als Abschluss meines kurzen Vorabtests male ich noch einen Nasse-Nass-Verlauf auf die Schilde der Orks. Auch hier punkten die Express Colors, denn die Farben verlaufen nur dort miteinander, wo man sie mit dem Pinsel tatsächlich vermischt. Man hat also auch hier eine gute Kontrolle.
Dennoch sollte man Farben auf benachbarten Flächen am besten kurz antrocknen lassen, um beim Weitermalen unbeabsichtigte Nasse-Nass-Verläufe zu vermeiden. Sind die Express Colors dann nach etwa einer halben Stunde richtig durchgetrocknet, lösen sie sich auch nicht mehr ab. Dies ist ja leider ein Problem bei den Speed Paints von The Army Painter, die eine deutlich längere Trocknungszeit benötigen, um auf ihnen mit weiteren Farben zum Beispiel noch Highlights zu malen. Mein Vorabfazit zu den Express Colors ist daher durchweg positiv. Die 8 von mir gekauften Farben besitzen eine gute Deckkraft und lassen sich angenehm auftragen. Die Trocknungszeiten sind okay, das matte Finish ist für mich persönlich ein dickes Plus. Einzig die Aussicht, dass zum Start nur 23 Farbtöne verfügbar sein werden, finde ich etwas schade. Denn im Vergleich zu den Contrast Colors von Games Workshop hat man da mittlerweile deutlich mehr Auswahl. Wer aber wegen der hohen GW-Preise bislang gezögert hat, mit dieser Art von Farben loszulegen oder mit den günstigeren Speedpaints nicht zurechtkam, für den sind die Express Colors sicherlich einen Blick wert. Ich bin jedenfalls gespannt auf eure Einschätzung und in ein paar Wochen auch auf eure Erfahrungen. Schreibt mir eure Meinungen und Eindrücke gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!